Mein Name ist Florian, ich bin COO und Produktmanager bei Propane Bikes. Als Produktmanager ist so meine Aufgabe zu versuchen, wirklich alle Interessen, also unserer Kunden und auch von allen Mitarbeitern und uns selber, zusammenzupacken und zu vertreten in der Firma und so ein bisschen jeden einzelnen Akteur, also das Engineering, quasi die Konstruktion von dem Fahrrad, das Design, aber auch die Fertigung, die Montage, alle Interessen, die da eben entstehen. Also das muss ja quasi dem Markt entsprechen, ja, aber auch quasi dementsprechend, was wir hinterher für ein Fahrrad dastehen haben wollen. Ja. Also wir machen Räder für uns und unsere Kunden und Freunde und das soll es am Ende sein und das ist meine Hauptaufgabe. Ja. Also Ziel war es für uns, einen Long Travel 29er Enduro hinzustellen, was trotzdem noch ein TI ist, so wie wir das von uns kennt. Ja. Und halt auch ein paar Kleinigkeiten zu ändern und Schwächen auszumerzen. Ja. Das war gar nicht so einfach, muss man sagen, weil 29er Räder, ich meine, die sind sehr groß und dann noch relativ kurze Kettenstreben zu realisieren, war eine Challenge. Und wir haben es aber mit dem Eugene schon ganz gut hingekriegt und haben auch genau so quasi das Ganze umgesetzt. Haben den Dämpfer vor Sattelrohr gepackt und konnten dadurch ein funktionierendes Konzept hinstellen für 650B und 29, ja, was nebenbei auch noch ziemlich gut aussieht. Das neue Pro 10 Federsystem ist so ein bisschen ein erwachsen gewordenes System. Ja. Man merkt es vor allem am TI. Das TI war vorher ein sehr, wie soll ich sagen, sehr komfortables Rad, ein regelrechtes Bügeleisen, wurde es auch schon oft in der Presse beschrieben. Ja. Und wir haben es jetzt geschafft, ihm die Eigenschaften zu einem großen Stück beizubehalten, aber auch neue, bessere Eigenschaften noch anzugewöhnen. Also es hat jetzt definitiv mehr Antriebsneutralität. Es belohnt einen wirklich immer mit Vortrieb, wenn man aktiv Energie reingibt. Ja, wenn man an Wurzeln oder an Absprüngen auch aktiv abspringt, hat das Rad immer einen relativ guten Pop. Also es fühlt sich einfach nach einem viel lebendigeren, aktiveren Fahrrad an. Es fühlt sich nie nach einem, wie soll ich sagen, einem trägen Bike an, sondern es ist immer da, genau wenn man es braucht. Man sieht es ja an dem Raw ganz klar, was Blendcarbon eigentlich bedeutet. Und wenn man es so schön sieht, dann sollte man es auch irgendwie benennen, ja, ein Stück weit anzugeben. Es sieht einfach auch mega geil aus. Man benutzt verschiedene Arten von Verbundstoffen, packt das zusammen und macht daraus dann einen Rahmen, der genau an der Stelle stabil ist, wo er stabil sein muss und dort leicht sein kann, wo er leicht sein soll, wo man die Stabilität nicht benötigt. Ja. Und das ist Blendcarbon oder eben Blendalloy. Jedes Rad ist für uns so ein neuer Schritt. Ja, es wird alles ein bisschen weiterentwickelt. Man lernt jedes Mal dazu, muss man ja auch ganz ehrlich sein. Das ist immer wieder so ein Prozess und es ist auch immer wieder schön, was man so entdeckt, was man machen kann. Man probiert irre viel aus und wir haben einfach gemerkt auch, dass diese ganz kleinen, feinen Sachen, ja, dass die am Ende, nur so kann man das richtig geile Produkt realisieren, was man eigentlich gern hätte. Ja. Ja, das sind so Kleinigkeiten wie die ganzen kleinen Design-Elemente, die unter Lack sind, ja. Plus dann unsere custom aufgebrachten Schriftzüge und auch den Steuerrohr-Patch, der quasi dem Kunde auch ermöglichen, ein sehr individuelles Rad hinzustellen, was trotzdem immer gut aussieht. Und dann aber auch so Kleinigkeiten wie Dirt Shields, die eben die Lager ein bisschen abkapseln von Schmutz und Wasser. Ja, innenverlegte Züge, wo man einfach zum einen im Aufbau viel weniger Stress hat, es viel einfacher funktioniert, aber auch eine angenehme Geräuschkulisse, ja, weil nichts mehr kleppert und alles aufgeräumt ist. Also der Unterrohrschutz ist gerade gegen Steinschläge vom Untergrund, ich glaube jeder kennt es, ist auch mal ziemlich nah an Felsen dran, einfach generell, wenn man eine Stufe runter oder rauf fährt. Der hilft einfach, ja, ums Alu oder das Carbon zu schützen vor diesen Einschlägen. Ja. Also es ist wirklich, die Geometrie ist sehr allgemein, in Anführungszeichen. Das hört sich immer so negativ langweilig an. Das ist aber eigentlich on spot. Also es ist genau das, was du möchtest, wenn du ein Fahrrad baust, das quasi alle Bereiche gut abdeckt und wirklich keinen Bereich richtig schlecht macht und damit in jedem Bereich nutzbar ist, richtig gut nutzbar. Fürs neue TICF und Alu war es uns wichtig, dass wir das Fahrrad in 29 und 650B auf die Beine stellen. Wir wollten einfach für jeden Geschmack ein Fahrrad hinstellen, weil es für uns nicht völlig klar ist, dass 29er das bessere Fahrrad ist. Ja, das mag vielleicht auf dem Papier so sein, aber es geht ja für uns beim Fahren noch um viel mehr. Also es geht ja um Spaß und Leidenschaft und
die Freude da dabei und wir fahren ja nicht gegen die Uhr, das ist ja nicht unsere einzige Freude. Da sind dann ganz andere Dinge entscheidend, ja, auf welchem Rad fühle ich mich wohler, mit welchem Rad habe ich einfach mehr Spaß. Ein 650B-Rad geht einfach ein bisschen wendiger um die Ecken, das lässt sich verspielter fahren. Ist natürlich dann aber auch im ruppigen Gelände vielleicht ein Ticken nervöser. Ja. Wir bieten unsere Räder in einem Konfigurator an, weil wir denken, dass wir den Kunden so viel mehr Möglichkeiten geben können, sein perfektes und individuelles Rad aufzubauen. Ja. Ich muss nicht die teuerste Variante kaufen, um diesen Dämpfer zu haben, sondern ich kann auch bei der Schaltung und bei den Bremsen genau das wählen, was ich möchte, kann da ein paar Euros sparen und dafür mich beim Fahrwerk völlig austoben. Je nachdem, was mir eben wichtig ist an meinem Bike. Ja. Und das ist genau das, was wir als Biker auch alle so machen. Also ich glaube, keiner von uns hat ein Fahrrad von der Stange. Wir sind alle sehr individuell und haben sehr spezielle Vorstellungen. Und deswegen machen wir das ja auch alle. Wir bei Propane haben es geschafft, mit dem neuen TAI die perfekte Plattform zu kreieren, mit der man sich eigentlich die eierlegende Wollmilchsau aufbauen kann. Und gerade vor allem im Zusammenhang mit unserem Konfigurator hat jeder Kunde die Möglichkeit, sich mit dieser Plattform sein perfektes Bike aufzubauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da ist genau dieses perfekte Fahrrad mit dabei.